Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, der South Luangwa. Der das bekannteste, wenn auch nicht größte Tierschutzgebiet Sambias ist, aber einen spektakulären Wildspot inmitten der Tiere bietet und einer unserer absoluten Lieblingsorte während unserer seit Anfang 22 währenden Afrika-Tour ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir sind René und Yvonne und wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Guten Morgen. Ich muss ja dazu sagen, die sind ein bisschen aufgeregt. Ich habe nämlich gerade die Stimmen unserer Nachbarn gehört. Immer wenn unsere Nachbarn laut werden, kommen Elefanten. Du armen Vielleicht sind die Elefanten. Jungs auch gerade so eine Mannesritual, dass die raus in den Busch müssen und hier eine Woche überleben. Kann ja auch sein. Wir haben uns nämlich gewundert, was mit denen ist, warum die da sind. Letztes Mal waren die da nicht. Okay, die Jungs, das sind unsere Nachbarn. Die gehen jetzt mal das Krokodil besuchen. Und die gehen jetzt mal das Krokodil besuchen, warum auch immer sie jetzt hier rennen. Das muss man mal verstehen. Jetzt wird super verjagt. Angeln im Croc- und Hippo-Gebiet. Das muss ich ja auch nicht verstehen. Wie ich überhaupt deren Verhalten nicht verstanden habe, aber eine Verständigung war, wie wir bei einem ihrer Besuche bei uns am Camp feststellen mussten, auch nicht möglich. Also konnte ich sie nicht fragen, warum sie so agieren. Ich muss die Körpersprache der Tiere Ausdruck genug sein lassen und die waren not amused. Also die Jungs sind jetzt gerade wieder zurückgekommen. Die haben ein Fischernetz irgendwie dabei. Auf einem Stecken. Und die laufen ja hier ganz unverfroren hier rum. Während da drüben der Bulle gesoffen hat. Und den haben sie eben dann nochmal wieder etwas lauthals weiter verjagt. Es gibt kaum skurrilere Orte, um Sport zu machen, als diesen hier. Da bewundere ich meinen Mann ja über Multitasking, was ich hier auch mache. über diese Disziplin oder mit dieser Disziplin. Ich schaffe das nicht. Ich würde mich viel zu sehr ablenken lassen. Es ist schon eine... Ich kann Brot backen, Tiere gucken, Gymnastik machen, alles gleichzeitig. Super. Ich kann hier während der Liegestütze kann ich noch mein Fernglas nehmen und hier Tiere gucken. Bequem geht anders. Ich habe mich lieber vollständig auf die Tierwelt eingelassen und lasse euch so teilhaben an dem, was wir den ganzen lieben Tag zu sehen bekommen.
Während wir gespannt die 2 einzelnen Bullen beobachten, kommt plötzlich Unruhe auf. Eine mächtige Elefantenherde wagt sich den gegenüberliegenden Steilhang hinab. Normalerweise bestehen solche Gruppen nur aus Weibchen, doch diesmal erspähen wir mehrere Bullen zwischen ihnen. Vielleicht erklärt das die spürbare Unruhe. Elefantenbullen in der Mast, eine monatelang andauernde Phase extremer Aggressivität und Unberechenbarkeit, sind alles andere als leicht einzuschätzen. Und in Kombination mit unseren lokalen Nachbarn ergibt das definitiv keine beruhigende Ausgangslage. Angeführt von der Matriarchin geht es jetzt wieder zurück in den Wald. Ich finde es so geil hier. Ich muss ja mal ein bisschen angeben. Das ist schon eine. Wir waren ja vor 2 Jahren hier, aber das ist einfach einer der schärfsten Plätze irgendwie. Also für uns. Das ist so gigantisch. Jetzt tut sich gerade mal wieder nichts, aber eben kamen wieder ein paar Elefanten vorbeigedackelt. Er hat es nicht gemerkt, Ich habe es schon gemerkt. als sie dann schon am Wasser waren. Ja, man hat ja nicht immer die Augen nach vorne. Man muss ja noch mal was anderes machen. Das ist einfach ein magischer Platz. Keine halbe Stunde später und sie kommen wieder. Direkt kommen sie auf uns zu. Jetzt haben wir rechts unten im Blick die Hippos, die ja letztes Mal auch etwas echauffiert waren, als die Elefanten kamen. Gucken, ob die Madame hier, die Matrone, die Hippos verjagt. Nein. Ich muss euch mal ein bisschen mit drüber nehmen. Das ist das Magische an diesem Platz. Wir sind echt mittendrin statt nur dabei und erhalten dank unseres neuen filmischen Spielzeugs auch eine komplett neue Perspektive, die wir mit euch teilen können. Jetzt mal wieder ein Hinweis in eigener Sache, der in letzter Zeit etwas untergegangen ist. Wenn euch die Filme gefallen, dann empfehlt uns doch gerne weiter und hinterlasst uns ein Abo, denn jeder Like und jede Interaktion mit euch hilft unserem Kanal zu wachsen und das motiviert und unterstützt uns natürlich sehr. Vielen Dank dafür.
Da gehen sie ganz geruhsam ihren gewohnten Weg. Bis jetzt macht keiner Anstalten, hier hochzugehen. Dankeschön. René hat wieder Puls. Ich erstaunlicherweise ja an dieser Stelle gar nicht so. Das sind die Nachzügler, die ich gar nicht realisiert habe. Ja, die sind hektisch. Die 2 Bullen werden direkt wieder von unseren Nachbarn aufgescheucht. Waren sie bei der großen Herde zum Glück still, scheinen sie Gefallen daran zu haben, diese 2 zu ärgern. Und es gelingt ihnen hervorragend. Die 2 armen Kerle sind komplett verstört, was man auch an ihren waagrecht abstehenden Schwänzen sehen kann. Eindeutig ein Zeichen starker Verärgerung. Der Leichtsinn unserer Nachbarn kann unser Schaden sein, denn die Bullen werden in unsere Richtung getrieben und wer weiß, ob sie ihren Ärger unkontrolliert an uns auslassen. Die sind jetzt deutlich näher. Wir haben Glück und sie ziehen vorbei und unser Puls hat den restlichen Tag Zeit, bei friedlicher Tierbeobachtung wieder auf Normalstand zu gelangen. Scheinbar sind die Nachbarn jetzt abgelenkt. Ja, während da hinten die Jungs immer noch ihr Bad genießen, beziehungsweise ihre Fischernetze irgendwie dabei noch bearbeiten. Ein bisschen neidisch bin ich auf das Bad, Das stimmt. weil es ist echt sauheiß. Fangen wir jetzt aber hier schon mal doch an, noch in Helligkeit das Abendessen vorzubereiten, damit wir dann noch hier entspannt essen können, bevor wir uns dann wieder aufs Dach verziehen. Zu dem Thema Affen würde ich ja gerne noch mal jetzt was sagen. Wir haben ja jetzt, also in den vergangenen Filmen, nennen wir es doch mal so, die veröffentlicht wurden, das ist jetzt ein paar Wochen her, wenn ihr das seht, haben wir ja in Kenia noch mit einer Zwille auf Paviane geschossen. Ich. René hat das gemacht, aber er ist da natürlich nicht alleine. Wenn man hier durch die Straßen geht, ist das alltägliche Bild bei jedem, auch bei allen Straßenverkäufern, aber auch jedem, der hier so durch die Gegend läuft, der hat eine Zwille bei sich. Ich nehme euch jetzt mal mit, dass ihr nicht nur mein Gesicht seht. Ihr seht hier ganz entfernt vielleicht die Paviane. Das ist so, sie sind so weit weg und sie sind total tiefenentspannt und in ihrem Metier, weil hier keine Touristen oder Menschen sind. Überall in den Regionen, wo viele Menschen sind, das heißt, wo sie viel und leicht an anderes Essen kommen, als das sie sich selber suchen. Insbesondere bei Touristen. Ja, Touristen oder Dörfern allgemein, aber Touristen-Lodges sind total dafür berüchtigt, dass halt viele Paviane da sind. Dort klauen sie sich einfach das Essen. Das tun sie nicht, weil sie Hunger haben, sondern weil sie sehr, sehr clever sind. Es sind nicht nur Paviane, es sind ja auch Meerkatzen und andere Affen. Es ist halt der einfachste Weg. Es ist für sie der einfachste Weg und sie sind clever, sie haben das ja gelernt. Und sie machen es sich einfach. Wir machen uns das Leben ja auch einfach, wenn es irgendwie geht. Es ist aber eine Bedrohung, weil sie gehen dann auch, gerade Paviane, sind riesengroß, haben solche langen Zähne, wenn es hinkommt. Und die greifen dann tatsächlich auch Menschen an. Deswegen muss man sie vertreiben. Man muss es ihnen schwer machen. Das kriegen wir von den Locals hier gesagt. Das machen nicht wir, weil wir Tierquäler sind und weil wir doof sind und weil wir unser Brot nicht abgeben wollen, sondern weil man es den Tieren schwer machen muss. Zu Hause vertreiben wir auch die Mäuse und die Ratten und die, weiß ich gar nicht, was da kommen würde.
Igel bringen wir noch vorsichtig wieder in den Wald oder hegen und pflegen sie, aber Affen sind eine Plage hier. Und deswegen war das mit der Zwille so. Das ist nicht, weil wir gemeine Tierquäler sind. Das wollte ich gerne mal. Das ist auch die humane Version. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man einen trifft, ist relativ klein. Bei uns auf jeden Fall. Und ich sag mal, ansonsten werden die auch geschossen, die werden auch ganz gerne mal gegessen. Wir essen jetzt keine Affen. Aber wie gesagt, das ist hier süßes Afrika und Es ist hier anders sind die hier. Regeln und hier spielt alles ein bisschen anders, als es von der heimischen Couch aus irgendwie anmutet. Und das wollten wir einfach nur mal ein bisschen gerade rücken und vielleicht verständlich machen. Ich schneide es einmal first an. Das kann man sich vorstellen. Na doch. Gut. Gute. Der kleine Lappen. Wir machen jetzt auch mal professionell Lagerfeuer. Und mir hat so ein paar Kartoffeln ein bisschen knusprig gemacht, aber das ist ganz ungerecht. Ich glaube, ich krieg noch ein paar von dir. Lauscht, mein Herz. Lass es dir schmecken. Was denn schön. Du guckst hinter mir, ich guck hinter dir, ja? Okay. Das ist einfach eine magische Stunde. Ein ganz... Ach, ich habe schon wieder Elefanten gehört. Ich wollte gerade ansetzen. Ein ganz normaler Montagmorgen. Und was macht man an einem Montagmorgen? Geht seinen haushaltlichen Pflichten nach, die darin bestehen, Staubsauger reinigen. Unsere Nilpferde haben uns ja verlassen. Da standen ja jetzt oder lagen jetzt 2 Tage in diesem Durchgang, wo die Elefanten auch durchgingen, 2 Nilpferde. Gestern Abend hat es hier modsmäßig mit Wasserrauschen gerumpelt, gepumpelt. Und jetzt habe ich sie heute Morgen noch kein eines Mal gesehen. So, ich schätze mal, das Rätsel um die verloren gegangenen Hippos löst sich gerade auf. Da kommt eines, das andere folgt bestimmt auch bald, hinten aus dem Wald, wo die Elefanten sonst drin verschwinden. Ich nehme euch mal ganz kurz mit hier an unseren Arbeitsplatz. Also es fängt damit an, wir haben hier mal, ich sag mal 38, 36, 37 bis 38 Grad hier im Auto. Draußen ist es ungefähr genauso warm. Und die Rechner, die kochen natürlich. Yvonne hat ja mittlerweile hier so ein Gaming-Rechner, der überall viel mehr Gebläse hat als ein herkömmlicher Rechner, damit wir überhaupt in der Lage sind, Videos zu schneiden. Der Rechner hier, Siegerin. genau, sie ist die absolute Gewinnerin. Der Rechner ist komplett am Kochen. Ich habe hier wieder so einen Ventilator daneben dran stehen, aber man muss halt sagen, aus dem Ventilator, da kommt ja auch eine 40 Grad warme Luft raus. Wer käme auf die Idee, mit einem Föhn sein technisches Gerät zu kühlen? Also ich habe meinen jetzt mal ausgemacht, weil ich Angst habe, dass der sonst die Grätsche macht. Einmal kurz nicht aufgepasst, weil ich hier gerade dabei bin, eure Kommentare zu beantworten. Ja, und schon, da hinten stehen sie, die Giraffen sind gekommen. Und die sind sogar relativ nah, die sind meistens deutlich weiter weg von hier. Und deswegen habe ich jetzt die Yvonne noch mal rausgeklingelt. Die ist nämlich da drin und schneidet Videos. Jetzt werde ich die hier mal aktivieren, dass die mit ihrer Kamera kommt. Tada! Da ist es schon. Brille anziehen. Und jetzt feuerfrei, Rock'n'Roll. Wunderbar. Giraffen faszinieren uns ja immer wieder. Im Luangwa-Tal lebt eine besonders geografisch isolierte Unterart, die Luangwa bzw. Thornycroft-Giraffe. Ihre Population mit im Moment ca. 500 erwachsenen Tieren ist stark gefährdet, gilt aber inzwischen als einigermaßen stabil.
Meine lieben Freunde, wir haben ja jetzt beschlossen, dass wir heute mal hier unseren Platz verlassen. A, haben wir kein Wasser mehr und B, ist es so unsäglich heiß, dass man hier einfach nur gegart wird. Wir haben so 38 Grad und der Wind, der kommt, das ist nur wie so ein warmer Föhn. Und es gibt hier so 15, 20 Kilometer entfernt, gibt es hier einen Camp und die haben sogar einen Pool. Und ich glaube, da gehen wir jetzt hin und werden jetzt einfach da reinlegen, duschen, waschen, in den Pool schmettern und yalla. Ich weiß, wenn der Film rauskommt, ist es in Deutschland Winter und wahrscheinlich grau, schmuddelig und ungemütlich und manch einer sehnt sich nach Wärme. Wir lieben es auch eher warm als kalt, aber das hier ist schon echt ganz schön heiß und man klebt 24 Stunden lang. Und stellt euch das mit Wasserarmut vor, mehr muss ich wohl dazu nicht sagen. Hier sieht man diesen massiven Baum, der aber auch massiv angefressen ist schon. Der muss wohl für Elefantenverhältnisse extremst weich sein und Feuchtigkeit spenden. Deswegen ziehen die dem Stück für Stück die Rinde ab, die sich immer wieder dann neu aushärtet und bildet. Hier sieht man das. So sieht es jetzt hier drumherum aus. Überall schon Affen. Da müssen wir schon gucken. Ja, wir haben dich gehört. Aber es ist ja schon immer Premium mit Schattenplatz und eben direkt den Blick nach hier unten aufs Wasser und auch auf die Paviane. Hier ist ein Wasserloch und ein Lookout Point. Das ist ja spannend. Solche Aussichtspunkte sind typisch für Campsites in Wildtiergebieten. Eine Sichtungsgarantie gibt es hier natürlich nicht. Doch kaum habe ich meinen Platz eingenommen, taucht schon eine Elefantenfamilie auf. Und die 2 Hippos fühlen sich so heimisch, als würden sie hier wohnen. Für mich eine perfekte Bühne, um in Ruhe Aufnahmen zu machen. Und Glück hatte ich auch, denn ich bin meinen großen grauen Freunden auf dem Weg hierher nicht zu Fuß begegnet, denn der Lookout Point liegt mitten im Camp und unsere Wege hätten sich leicht kreuzen können. Elefanten bewerfen sich mit Schlamm und Staub, um sich vor Sonne und auch Insekten zu schützen. Kühlend ist es natürlich auch und das kann dieser Tage jeder gebrauchen.
So, das war's. Elefanten wieder weg. Hippo liegt noch im Wasser. Und ich gehe wieder zu meinem Mann. Jetzt ist die ganze Gruppe weg. Zum spätabendlichen Game Drive. Jetzt kann man noch mal ganz entspannt in den Pool gehen. Okay, man merkt eindeutig, auch die Warzenschweine sind hier Gäste gewohnt, weil normalerweise sind gerade Warzenschweine, so wie wir sie zumindest kennengelernt haben, sehr, sehr schreckhaft. Und ich stehe jetzt hier vielleicht 20 Meter von ihm entfernt, 15. Aber die sind auch beeindruckend, wie Wildschweine bei uns ja auch. Die Hauer, die sind nicht zu unterschätzen. So, langsam ist Sonnenuntergangszeit. Es geht jetzt irgendwann ganz schnell, glaube ich. Gucken wir mal, was hier so los ist. Die Lady hat sich gemütlich gemacht in der Hängematte. Die braucht bestimmt mal so einen Anschubser hier, so einen professionellen. So, und du hast mir von deinen Abenteuern noch nicht berichtet. Ich war jetzt am Wasserloch. Meinst du das? Ja. Ja. Du hast ja Fernsehen geguckt. Ich habe euren Filmprobe geguckt. Ich kann dafür dort wieder so einen kleinen Pavian-Turnen sehen. Und einer von ihnen liegt reglos daneben. Das haben wir in all der Zeit noch nie erlebt. Erinnert ihr euch an den Elefanten, den wir schon einmal für tot gehalten haben? Damals ganz in der Nähe von hier. Wenn nicht, schaut euch am besten Episode 111 noch einmal an. Das sah wirklich dramatisch aus damals. Und da ist noch eine Sache, die ich das erste Mal beobachte. Ein Pavianweibchen versucht einem anderen das Junge zu stehlen. Nächste Woche zeigen wir euch eine ähnliche Situation aus der Nähe. Denkt immer dran, wenn euch die Filme gefallen, dann empfehlt uns gerne weiter, haut auf den Abo-Button und hinterlasst uns viele Kommentare. Dies hilft unserem Kanal weiterhin beim Wachstum. Für diese Woche möchten wir uns ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das direkt über den Link zu PayPal oder über eine Kanalmitgliedschaft tun. Beides findet ihr unter der Videobeschreibung. Jetzt bleibt noch zu sagen, vielen Dank für euer Interesse, bleibt gesund und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder, wenn schon die 3. Kerze am Adventskranz brennt. Bis dahin, habt eine gute Woche. Tschüss und bye bye.